Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich bin Ishan und hier ist Jivko. Hallo Und Schan. heute in unserem Podcast sprechen wir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das ist Automatisierung als Denksatz. Und in diesem Podcast sprechen wir über Entrepreneurship, KI und soziale Innovation. Aber diese alle drei Sachen sind unmöglich, wenn wir diese nicht richtig automatisieren. Und darüber, aus diesem Grund sprechen wir heute. Aber was genau bedeutet Jivko, wenn wir über Automatisierung sprechen oder sprechen über Systeme? Genau, also für mich ist es ganz wichtig zu verstehen, Ishan, es gibt zwei unterschiedliche Ebenen. Wenn wir über Entrepreneurship reden, wenn wir über unsere Wirtschaft reden, gibt es einmal Unternehmen, das ist eine Unternehmensebene. Und dann haben wir aber innerhalb der Unternehmen, haben wir die Person, die Menschen dazwischen, die Menschen, die da arbeiten. Und wenn wir über Automatisierung reden oder Teilautomatisierung, reden wir immer über zwei Sachen. Auf Unternehmensebene haben wir die Systeme, mit denen wir automatisieren oder die Prozesse optimieren. Auf Personenebene haben wir die Gewohnheiten. Die Gewohnheiten, mit denen wir auch gewisse Prozesse, die in uns sind, nochmal automatisieren und ohne viel mehr Energie umsetzen können. Ja, und es ist, was du dieses Schiffwort gesagt hast, Energie. Das ist einer der größten Gründe, warum wir Systeme brauchen und die Sachen automatisieren müssen. Eigentlich, weil wenn die sind, unser Körper ist wie ein System und unser Körper funktioniert extrem effizient. Vor allem unser Gehirn funktioniert extrem effizient und die spart viel Energie, weil die einfach viel automatisiert ist Mhm. und viel im System denkt sozusagen. Und das ist unsere, wie gesagt, unser Körper ist am Ende des Tages auch ein System. Und bevor wir wirklich anfangen, würde ich sagen, ich habe einmal eine Geschichte gelesen und in der Geschichte gab es einen Mann, also vor allem zwei Männer, in einem Dorf. Ja. Und einmal in diesem Dorf ist kein Wasser mehr. Und da haben diese alle Leute von dem Dorf zwei Männer eingestellt und haben gesagt, hey, ihr seid beide, sind ihr verantwortlich, um das Wasser zu kümmern. Und das Wasser gab es in einem, hinter einem anderen Berg. Ja. Und der erste Mann hat direkt angefangen, direkt mit zwei Eimer genommen und das direkt jeden Tag früh morgens und am Abend mit zwei beiden Eimern gegangen und zurückgekommen und hat einfach Wasser gegeben zu allen Leuten. Aber der zweite Mann war nirgendwo zu sehen und die anderen Leute haben gefragt, dass der andere Person ist jetzt faul geworden oder der denkt, dass die Verantwortlichkeit ist jetzt zu viel und der will das nicht mehr übernehmen. Aber nach ein paar Monaten, wenn der erste Person hat gesagt, okay, der ganze Markt gehört jetzt zu mir, Mhm. der zweite Person war jetzt gekommen mit ein paar anderen Helfern sozusagen und er hat, was er gemacht hat, er hat angefangen, eine Pipeline von Wasser zu erstellen von Mhm. anderer Seite und das hat ein paar Monate gedauert, weil er von anderer Seite begonnen hat, um das Wasser zu holen. Und jetzt war die Pipeline schon mal bis zum Dorf, aber nicht fertig. Und er hat ein paar Monate noch gedauert, bis er fertig war. Und danach konnte er viel, viel Wasser, unbegrenztes Wasser zu allen Leuten in dem Dorf anbieten. Viel günstiger Preis, nicht nur früh und Abend, sondern 24 Stunden. Und danach war der erste Person, der zwei Eimer genommen hatte, hat er auch alle ihre Kinder und hat angefangen, noch härter zu arbeiten. Aber der konnte nicht mehr mit dem ersten Person, also der Pipeline-Person in Konkurrenz sein, weil der hat ein System sozusagen. Der andere arbeitet mit einem System und der andere arbeitet einfach Tag und Nacht. Und das ist so auch eine extrem größere Learning dahinter. Und das ist kurzfristiges Denken und langfristiges Denken.
Soll ich dir sagen, wie ich die Geschichte interpretiere? Ja? Das ist auch sehr, sehr interessant, nämlich ich sehe zwei Aspekte. Und zwar der erste Aspekt ist, das ist die Macht der Systeme. Ja? Also der andere Mann, also der Entrepreneur, der bringt nicht die schnelle Lösung, Wasser einfach mit Muskelkraft von einer Seite des Berges auf die andere, sondern der macht Pipeline, der macht Wasserleitung, ja? Der macht ein System. Das ist die eine Geschichte, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, der war bereit, gewisse Zeit, seine volle Energie in etwas zu investieren, was nicht direkt eine Belohnung gibt. Weil die Belohnung war mehrere Monate, vielleicht sogar Jahren dann entfernt und erst dann hat es aber funktioniert. Mit der Fertigstellung des Systems, der Wasserleitung, hat es funktioniert, hat auch mehr Wert gebracht. Und zwar so viel Mehrwert, dass auch das gleiche Gut, also das Wasser, konnte viel günstiger angeboten werden. Ja. Weil man brauchte dann nicht mehr so viel Muskelkraft von Menschen. Und dabei ist aber extrem wichtig, aus meiner Perspektive, zu sehen, wie beeinflusst diese Denkweise, diese zeitliche Präferenz. Inwieweit bin ich bereit, meine zeitliche Präferenz in die Zukunft zu verschieben? Also inwieweit möchte ich auf alle Fälle heute, jetzt oder in einer Woche, in einem Monat spätestens eine Belohnung zu erhalten? Oder arbeite ich mit einer längerfristigen Vision, die vielleicht in der Zukunft mir viel mehr materielle, aber auch immaterielle Rendite dann bringt? Bei der Geschichte, also bei der Gelegenheit, fällt mir eine andere Geschichte, nämlich das berühmte Marshmallow-Experiment in den USA. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer das gemacht hat. Auf alle Fälle wurden mehrere Kinder untersucht und die Aufgabe war möglichst simpel. Die Kinder sind in einem Zimmer geschlossen und an einem Tisch, und auf dem Tisch steht ein Marshmallow. Marshmallow, gerade Kinder in Amerika, die lieben es und die können es nicht aushalten, die müssen es unbedingt essen. Und die Aufgabe war, pass auf, wenn du eine halbe Stunde schaffst, nicht zu essen, dann kriegst du auch ein Marshmallow dazu. Und da war sehr spannend zu sehen, wie die Kinder mit sich selbst gekämpft haben, damit es nicht dieses Marshmallow dann essen und dann am Endeffekt dann zwei bekommen. Und es gab natürlich Kinder, die es nicht geschafft haben, die haben es direkt gegessen. Es gab auch andere Kinder, die es diese halbe Stunde geschafft haben und dann zwei Marshmallows bekommen haben. Das Interessante bei der Aspekt ist, die Wissenschaftler haben mehrere Jahre, auch Jahrzehnten später, die gleichen Kinder gesucht und gesehen, wie weit sind sie in der Gesellschaft integriert, wie erfolgreich sind sie dann geworden. Und es hat sich herausgestellt, die Kinder, die dieses Experiment geschafft haben und die halbe Stunde ausgeharrt haben, die waren viel erfolgreicher im Leben, weil sie nämlich bereit waren, auch im weiteren Verlauf des Lebens diese kurzfristige Belohnung nicht direkt zu bekommen, sondern zu sagen, okay, ich arbeite mit einem Ziel, mit einem vielleicht sogar 5-Jahres-Ziel. Also wenn man ein Studium anfängt oder wenn man in der Schule oder auch im Beruf, du bekommst nicht direkt die Belohnung, aber wenn du mit längerfristiges Ziel arbeitest, dann bekommst du viel größere Belohnung. Das ist der Moral der Geschichte. 100% und ich stimme auch zu. Und das sieht, ich sehe, dass diese langfristige Denken und das Automatisierung und in Systeme denken vor allem ist das Wort. Und nicht nur als eine Sache, die vielleicht eine hat und andere nicht, Ja. sondern es ist nämlich eine Fähigkeit. Genauso wie Fähigkeit vielleicht eine Sprache oder Fähigkeit Fahrradfahren und alles anders. Genauso ist es auch beim systemische Denken und Ja. langfristige Denken. Und das kann man dir sich selbst vorstellen, vielleicht wenn ich von 1 bis 10, Ja. wie viel denke ich im System, vielleicht ist es vielleicht 3 im Moment, vielleicht ist das 5, ist das 7, aber man soll erstmal mit sich mindestens extrem ehrlich sein, ansonsten funktioniert das nicht. Und das, wie weit ich bin und wenn ich das erhöhen will, vielleicht von 3 bis zum 5.
dann erstmal auf alle Bereiche in unserem Leben denken, dass wo Anwender ist, diese Routine und diese Systeme, persönliches Leben, geschäftliches Leben, und dann denken, okay, habe ich hier eine Eimer-Mentalität, kann ich das nicht zu einem Pipeline umwandeln. Ja. Es gibt kein Geheimnis, das zu machen, einfach alles denken und das direkt anwenden, quasi, sozusagen. Das ist so die. Ja, also ich sehe es so, die Qualität der Antworten hängt maßgeblich von der Qualität der Fragen. Das heißt, wenn du dieses Denkweise hast bei dir und sagst, okay, wie kann ich ein System für ein bestimmtes Problem aufbauen? Nicht wie kann ich es lösen, weil es kann sein, dass ich es zum Beispiel das Know-how habe oder das Wissen habe und direkt eins zu eins, also ich löse selbst als Person das Problem. Aber dann bist du kein Entrepreneur mehr, dann bist du kein Unternehmer, sondern du bist auch Selbstständiger. Und Unternehmer denken immer in Systemen. Professor Falten sagt zum Beispiel, unser Mentor, was Entrepreneurship angeht, sagt mit Komponenten, also in Komponenten denken. Warum? Weil wenn du mit Komponenten denkst, dann greifst du automatisch auf professionelle Dienstleister. Natürlich kosten sie Geld, aber du kannst mit professionellen Dienstleistern viel besser skalieren, weil die haben gewisse Systeme in den Unternehmen dann aufgebaut und dann kannst du viel mehr Kunden dann aufnehmen. Wenn du allein das Produkt bist, die Person, der ein Produkt oder Dienstleistung herstellt, dann ist es so, dass du ein gewisses Limit hast. Ja. Und wenn du dieses Limit hast, dann kannst du nicht mehr wachsen. Wenn du aber überlegst, okay, ich habe gewisses Know-how als Person, wie kann ich aber dieses Know-how vielleicht in eine Konglomeration von Systemen einbinden, dass ich wie hast du es genannt, meine Decke bei dem Umsatz nochmal erhöhen, dann kannst du viel mehr Umsatz machen. Natürlich musst du Mehrwert schaffen. Natürlich müssen deine Kunden wissen, dass du Mehrwert für die schaffst und so weiter. Aber dann hast du zumindest nicht diese glaserne Decke und dann kannst du auch nach oben gehen. 100%. Und diese Fehler habe ich ehrlich gesagt das gemacht. Ich hatte nämlich eine Startup-Idee einmal und damals wollte ich für ein Fitnessessen für die Leute liefern. Ganz klar. Und ich hatte dann die Idee, dass ich baue jetzt ein Lieferungssystem, ich baue jetzt ein System von Essen, ich baue jetzt ein System von Restaurant. Und damals hat mein Mentor gesagt, nee, so machen wir das nicht. Da gibt es schon mal ein Lieferungssystem, die nutzen wir nie. Und ich habe gedacht, nee, warum nutzen wir Lieferando? Ich will kein Lieferando. Bei unserem Auto soll mein Name, unser Unternehmensname sein, aber nee, so mindestens vor allem nicht am Anfang. Kann man das später machen. Aber am Anfang müssen wir diese Systeme von anderen Leuten erstmal nutzen, sodass wir weniger Fehler, natürlich vermeidbare Fehler machen können, weil egal was man mag Fehler. Es ist unmöglich, komplett 100% zu vermeiden. Aber was du auch gesagt hast, Jeffro, diese persönliches Systeme, die man kann als Gewohnheit bezeichnen. Absolut, ja. Was genau meinst du damit? Ich muss hier auf ein Buch verweisen. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsbücher. Okay. Das nennt sich Schwarzgurt-Unternehmer und zwar von Stefan Merath. Und da gibt es auch mehrere hervorragende Gedanken, aber einer davon ist, das Wichtigste, was man als Person integrieren kann, sind die Gewohnheiten. Und Stefan Merath schlägt vor, dass man eine ganz besondere Gewohnheit etabliert. Das nennt er Mastergewohnheit. Mastergewohnheit, das ich zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, ja, was meinst du eigentlich damit? Und Inhalt davon ist, dass du 5 Minuten am Tag eine Gewohnheit integrierst und diese Gewohnheit ist, an deine Gewohnheiten zu arbeiten. Das heißt, du hast eine Gewohnheit, wo jeden Tag arbeitest du an die Gewohnheiten. Und noch eine weitere Folge daraus ist, dass man natürlich viele Sachen hat, wo man sagt, ja, das kann besser sein und hier und das
wäre auch gut, wenn das eine Gewohnheit wird. Das ist auch gut. Man muss sich aber nicht selbst überfordern. Damit es nicht passiert, das habe ich auch von Stefan Merz übernommen, damit das nicht passiert, kannst du einen Gewohnheit-Backlog machen. Das heißt, also, du kannst alle deine Ziele, was wäre gut, wenn ich das mache, Fitness, Joggen und auch auf unternehmerischer Ebene oder vielleicht mentale Ebene, kannst du einfach in deinen Gewohnheit-Backlog packen und wenn es soweit ist, kannst du es rausnehmen und in deine Mastergewohnheit integrieren. Und das ist hervorragend. Das ist hervorragend ist schon, weil du hast begrenzte Kapazitäten von deiner mentalen Kraft sozusagen. Und wenn du sagst, ich habe jetzt zum Beispiel 3 Gewohnheiten, die will ich in den nächsten Monate oder nächsten Monaten daran arbeiten, dann kann man sich voll darauf fokussieren, jeden Tag daran zu arbeiten. Wichtig ist übrigens jeden Tag. Ja. Jeden Tag daran arbeiten, damit es wirklich eine Gewohnheit wird. Und wenn es auch, da gibt es natürlich ganz viele Theorien, da brauchen wir jetzt nicht im Detail zu gehen, aber wenn du an gewisse bestehende Gewohnheiten wie Zähneputzen oder sonst was, was du sowieso in deinem Alltag hast, wenn du daran knüpfst, dann kannst du viel besser auch die anderen Gewohnheiten integrieren. Zum Beispiel, ich habe irgendwann mir gesagt, ich will unbedingt mehr Zeit mit Lernen investieren und mehr Zeit mit Lernen verbringen. Und dann habe ich mir eine Gewohnheit geschaffen, zwischen 8 Uhr morgens und 9 Uhr morgens ungefähr, investiere ich eine Stunde Zeit, die nur für mich ist. Und da lerne ich aus Podcasts, aus Hörbüchern und aus Online-Kurse. Und das mache ich immer um 8 Uhr. Warum? Weil ich um 8 Uhr habe ich meine Tochter zur Schule gebracht. Das passiert jeden Tag, quasi zwangsläufig, automatisch, muss ich nicht darüber nachdenken. Und automatisch, wenn ich meine Tochter zur Schule gebracht habe, mache ich meine Kopfhörer rein und dann verbringe ich eine Stunde lang mit mir bzw. mit Lernen. 100%. Also es gibt auch ein sehr berühmtes Zitat, das ist: Erfolg ist das Produkt täglicher Gewohnheiten. Erfolg passiert nicht in einem Tag, wo man direkt aufsteht und heute gibt es alles. Es ist sehr ähnlich wie Fitnessstudio. Es muss erstmal ein zielorientiert täglicher Ja, Arbeit sein für langfristige Zeit und egal ob man vielleicht für das 2 Wochen trainiert, das bringt nicht so Muskeln oder egal was man, worauf man trainiert. Es ist tägliche Arbeit und ich trainiere jetzt seit, würde ich sagen, 10 Jahren oder sowas. Ich war sehr, sehr jung, wenn ich angefangen habe. Vor allem, ich habe einfach angefangen beim Laufen. Und manchmal die Leute fragen, was genau ist ein Diät oder was genau ist ein Trainingsplan. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe nichts fancy. Also sehr, sehr, sehr allgemeine Sachen. ja, Oder normales, pure Eiweißdiät ja. und weniger Kalorien, als man braucht, also verwendet sozusagen. Und das täglich trainiere, also 5, 6 Mal pro Woche und auch sehr normale Übungen. Aber diese habe ich für 10 Jahre gemacht. Ja. Und das ist sowas, das so Ergebnis führt, dass diese Kleinigkeiten mehrmals wiederholt. Und das führt zu am Ende des Tages zu Erfolg. Und dann Ja. Leute fragen, das, was das Geheimnis Es ist. gibt eine Metapher, Ishan, und dir wird es besonders gefallen, weil du bist auch Flugzeugpilot, ja? Also Ja, jetzt nicht größere Flugzeuge, aber für die kleineren Flugzeuge. ja, Und die Metapher ist, du kannst eigentlich die Richtung von einem Flugzeug um Millimeter ändern. das stimmt. Und was passiert? Natürlich, du merkst in 1 Meter weiter oder in ein paar Meter weiter gar nichts. Aber wenn du auf Kilometer, vielleicht sogar 100 Kilometer projizierst, dann landest du an einem ganz anderen Ort. Das heißt, deine Gewohnheiten, das, was du dich heute fokussierst, mit langfristigen Zielen, mit langfristiger Vision, das hat einen großen Einfluss, aber halt nicht heute. Heute hat einen kleineren Einfluss. Heute hat 0,1% vielleicht, 0,01%. Aber in der Zukunft produziert, das kann auch einen gewaltigen Unterschied machen. 100%. Und das kann man sehr einfach auf die richtige Fahrten sein, nur wenn man 5 Minuten pro Tag nimmt, um seine Gewohnheit einmal zu überprüfen, 3 bis 5 Maximum Ja. Gewohnheiten, die man vor allem in das Leben haben will. Und das finde ich immer ziemlich gut. Ich habe so einmal einen
Online-Kurs und der hat gesagt, dass unser Leben hat 12, vor allem 12 Abteilungen sozusagen und nicht mehr. Man kann nicht mehr ausdenken. Alles Okay. ist in diesen 12. Ja. Ende. Und Kannst du ein paar Beispiele geben? die Hauptdrei sind Health, Gesundheit? Wealth, Gesundheit, Finanzen Finanzen und Relationship, Beziehungen. und Beziehungen. Ja, die sind die Hauptdrei. Wenn du jemand fragst, was sind deine Probleme, dann die wahrscheinlich 90%, Finanzen, Gesundheit, Beziehungen. Übrigens, das sind auch die einer der 12. die Hauptmärkte, Ja, wenn man in Entrepreneurship andenkt. Ja. genau, auch da. Und wenn du jemanden fragst, okay, was sind deine Probleme? Wenn jemand sagt, okay, Freundin, Kinder und alle solche Sachen, passiert alles im Beziehungsbereich. Okay. Und wenn jemand fragt, ob du bist gesundheitlich, dann jemand, okay, ich fühle ein bisschen müde, Ja. traurig oder alle solche Sachen, das sind alles in Gesundheit, weil Gesundheit ist nicht nur physische Gesundheit. Ja, auch mentale Gesundheit ist Gesundheit. Ja. Mentale Gesundheit oder kardiovaskuläre Gesundheit und alle solche Gesundheiten. Und dann dritte ist, wenn jemand sagt, ich suche einen neuen Job, neues Business, Geschäft funktioniert nicht oder das funktioniert ganz toll. Die Dann Investition. dann ist oder Investitionen, alle solche Sachen. Dann sind Finanzen. Und diese drei sind auch von Sol. Und diese drei sind schon mal, also extrem fast 90% von Glück oder Unglück sozusagen, die Identität. Und das Okay. finde ich immer gut, dass, okay, weil das hat mir extrem geholfen, weil ich mag immer von den Sachen von einer Metaebene erstmal zu sehen, dass was genau ist. Und dann weiß ich, okay, diese sind alle so. Kann man nicht wirklich, also du kannst alles dir denken, aber das kommt nicht mehr von den 12 Bereichen und das ist immer sehr hilfreich, dass, okay, was sind meine Gewohnheiten mindestens im Finanzenbereich sozusagen. Kümmere ich mir mindestens einmal in der Woche oder einmal in dem Monat und trainiere ich mir 15, 20 Minuten mindestens täglich oder meine Beziehungen, weil das Beziehung war bei mir ein bisschen so, ich habe nicht konzentriert und das ist nicht so ideal. Ja, also es gibt auch Beziehungen nach außen mit anderen, es gibt auch die Beziehung mit dir selbst. Ja, Das ist auch eine 100%. Art Beziehung. Ja, 100%. Was du auch gesagt hast, so eine Stunde mit mir selbst sozusagen drüber. Und ja, sozusagen, das ist so unsere Abteilung und Gewohnheiten immer für uns selbst. Und die sind extrem, extrem wichtig, weil wenn wir selbst nicht in unserer Kontrolle bleiben, dann bleibt auch unser Geschäft nicht mehr. Ja, Und das ist unsere nächste Phase sozusagen, was sind die Systeme im Geschäft? Und warum sind überhaupt diese Systeme im Geschäft wichtig? Was sagst du dazu, Jivko? Also ein Geschäft besteht aus mehreren Systemen. Genauso wie unser Körper hat auch ein Kreislaufsystem, ein Atemsystem und so weiter. Genauso ist auch im Unternehmen gibt es ein System für die Finanzen, gibt es ein System für Vertrieb und Marketing, ein System für Personalwesen und so weiter. Und es ist interessant zu betrachten, nämlich, ist es ein System oder ist es eine Person? Und ich mache immer wieder diesen Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum, weil bei Selbstständigkeit bist du das System. Das ist der ganz große Unterschied. Und es gibt auch diesen Spruch, Selbstständigkeit bedeutet, ich arbeite selbst und ständig. Und das ist aber deswegen so, weil Systemen fehlen. Weil man nicht bereit war, irgendwann zu sagen, okay, ich mache das nicht allein, sondern ich mache ein System für den Vertrieb oder für die Buchhaltung oder. Und da ist halt der große Unterschied. Also denk mal die Prozesse aus den systemischen Komponenten, sprich, wie kann ich Prozesse automatisieren? Ich sage auch gern teilautomatisieren. Muss nicht alles zu 100% automatisiert sein, aber wie kann ich ein gewisses Leverage dann in den Prozessen reinbringen? Und dort, auf diese Weise, kannst du Zeit investieren, die dir aber auch in der Zukunft immer mehr Zeit spart. Und das ist extrem wichtig. Sei es bei Buchhaltung, sei es bei ganz vielen anderen, sei es auch bei der Produktion der Dienstleistung oder bei der Produktproduktion, je nachdem, was man gerade anbietet. 100%. Aber es gibt auch eine sehr wichtige Sache, die man immer
im Kopf behalten sollst, ist, man kann auch einen Fehler machen, das habe ich auch gemacht. Und das ist, man kann ein bisschen früher automatisieren. Erstmal hängt davon ab, wenn wir beispielsweise im Marketing nehmen, Beispiel. Und dann, du hast erstmal ein bisschen Kunden und danach, erste Ziel ist, dass die Kunden zu dir kommen. Das nächste Ziel ist, dass die Kunden bei dir bleiben. Und der nächste Schritt ist, wie kannst du so gut optimieren, dass du eine sehr, sehr gute Dienstleistung oder Produkt anbietest. Und danach kommt die Automatisierung und dann systemische Denken, aber nicht früher. Es kann sein, dass wir im System zu früher denken und wir optimieren etwas, was wir überhaupt nicht brauchen. Oder wir optimieren die falschen Sachen und wir machen dann diese falsche Sache kontinuierlich und dann haben wir eine schlechte Gewohnheit und wir haben gar keine Ahnung, warum wir die Ergebnisse nicht haben oder in Produktentwicklung, vor allem im Softwarebereich. Man kann nicht wirklich eine System erstellen und danach ist es fertig. Es ist jedes Woche was Neues und viele Sachen muss was kontinuierlich und deswegen sind diese systemische Denken extrem wichtig, vor allem in diesem Softwarebereich, weil kann man nicht immer das systematisieren und das kann man nicht jedes Woche neu arbeiten und deswegen diese Agile-Methoden und alle diese solche Sachen sind von Software gekommen und von Software kann man eigentlich viel lernen, also ich bin ein großer Fan von Software und es gibt weil von Software kann man viel lernen und wie genauso heutzutage sagt man, jedes Unternehmen ist ein Media-Unternehmen oder jedes Unternehmen ist ein KI-Unternehmen, aber jeder Unternehmen ist auch ein Softwareunternehmen. Weil diese Methoden von Software, also ob du das weißt oder nicht, also wir können fast jede Produkt oder Dienstleistung wie eine Software angehen. Ich frage mir immer, wie zum Beispiel, ich habe eine Dienstleistungsunternehmen sozusagen. Ich denke nicht wie eine Dienstleistungsunternehmen, wie zum Beispiel, es gibt Software as a Service und ich habe mir immer Service as a Software. Service as a Software, ja, okay. Weil genauso. Du drehst ein bisschen um. Dies ist da die Software as a Service und aber Service as a Software. Ja, Wie kann ich etwas so optimieren, also Dienstleistungsbereich, nicht nur Marketingbereich, sondern Dienstleistungsbereich wie eine Software, die alle Agile-Methoden, alle diese Sachen, wie kann ich so gut optimieren und diese automatisieren, wie genauso wie eine Software. Und da habe ich weil für Software haben viele intelligente Leute viel Zeit verwendet, wie die das idealfalls machen können. Extrem intelligente Leute, Sam Altman, gerade ChatGPT und alle solche Sachen. Und die wissen, wie es funktioniert. Und es gibt hunderte Bücher dafür, wie die am besten machen können. Und deswegen bin ich ein sehr großer Fan von Software. In dieser Detail, dass jeder Unternehmen ist quasi ein Softwareunternehmen, ist extrem. Aber ich finde auch diese Gedanke, also wie kann man dann diese Softwareentwicklung als Prozess in Unternehmensentwicklung, in Entrepreneurial Design übertragen. Das finde ich auch sehr spannend. Zum Beispiel Alex Fischer hat so einen Gedanke, der baut Maschinen. Der baut Zeitmaschinen. Und zwar Zeitmaschinen, nach Alex Fischer ist es so, du baust eine Maschine mit dem Ziel, dass diese Maschine dir nachher Zeit generiert, Zeit spart. Und ich verwende bei mir, weil ich auch aus der Baubranche komme, denke ich in digitalen Fabriken. Du baust eine virtuelle, digitale Fabrik, die ein Produkt herstellt, eine Dienstleistung herstellt. Und wenn du aber als Fabrik, ich denkst nur an Henry Ford zum Beispiel, diese Fabrik, und wenn du eine digitale Fabrik dann denkst, dann sind gewisse Prozesse vorstandardisiert, gewisse Prozesse kann man dann quasi greifbar machen, das immer wieder wiederholen und natürlich gibt es hier und da etwas, was als Unikat ist. Aber ich habe in der letzten Zeit gelernt, wir stehen schon in einer sehr spannenden Zeit durch künstliche Intelligenz, generell durch digitale Technologien und Scans und Drohnen und sonstige Attribute, die wir dann haben, zum Beispiel Sensorik, also auch Sensoren. Wenn man die Prinzipien digitalisiert und als Fabrik
als digitale Fabrik einwendet, dann kann man extrem viel automatisieren oder teilautomatisieren. Und dann können wir auch solche eigentlich manuelle Produkte wie Gebäuden so digitalisieren, die Prozesse so digitalisieren, dass wir vielleicht für die 50% der Kosten, die wir heute jetzt haben, erstellen. Aber das setzt voraus, was wir auch letztes Mal gesprochen haben, das setzt einen Mut voraus, einen Mut zur Kollaboration, einen Mut, das Wissen nicht nur zu teilen, sondern auch zu verbinden, im Sinne von gemeinsam etwas Besseres zu erschaffen. Stimmt. Was wir auch direkt am Anfang besprochen haben, dass das Ziel von System oder Routine oder Gewohnheit sind, etwas effizienter zu machen mit wenig Energie. Das Energie kann auch Geld sein. Geld ist am Ende des Tages nur eine Absolut. Energie, also unverbrauchtes Energie Ja. quasi, wie auch Elon Musk sagt. Und stimmt, also das ist so auch die Schlussfolgerung, dass wir haben, ist, wenn wir unser persönliches Leben immer denken, für diese 5 Minuten nehmen, was wir machen. Und wenn wir ein Ziel haben, wie können wir dieses Ziel für uns so wenig tägliches Denken erreichen, dass was genau weil Entscheidungen zu nehmen, trifft Ja. für unseren Körper viel Energie. Und deswegen mögen wir es nicht meistens. Und eine Entscheidung zu nehmen kostet, also unser Gehirn kostet, also nicht kostet Investition, aber das nimmt 20% Energie. Und wie wir wissen, unser Körper will immer Energie sparen. Das ist das Genau. Ziel unserer Körper, Energie sparen und wenn etwas kommt, nicht einfach weglassen. Und deswegen, weil unser Gehirn diese 20% Energie nimmt und eine Entscheidung nehmen, nimmt trotzdem noch viel Energie. Und deswegen wollen wir das nicht. Und da bleiben wir mit unserem Körper. Nicht mehr unser Körper stören sozusagen. Das ist auch okay, wenn du weniger Energie verbrauchen willst, dann machen wir es so. Und nicht mehr so viel tägliche Entscheidungen nehmen, dass was genau muss gemacht werden, sondern in Routine arbeiten. Genauso auch im geschäftlichen Sinne. In dem Zusammenhang ganz kurz zusammengefasst mit einem Zitat von Henry Ford. Der sagt nämlich, das Denken ist die schwierigste Arbeit der Welt. Deswegen machen es so wenige. Und aus diesem Hintergrund heraus sollte man wirklich, wenn man ein Ziel erreichen möchte und so weiter, so viel wie möglich durch Routine, durch Gewohnheiten dann versuchen aufzugreifen und zu verpacken, weil dann sparst du sehr viel Zeit, sehr viel Energie und kannst auch diese Energie woanders investieren. Ja, 100%. Also zu diesem Zeitpunkt, weil du über Henry Ford sprichst, es gibt ein Zitat von Henry Ford und dem mag ich extrem viel und das sagt, ob du es glaubst, ob du es machen kannst oder nicht. Du bist beidenfalls richtig. Genau. Dieser Glauben, ob du das machen kannst oder nicht. Du bist beidenfalls richtig. Welcher du glaubst, du kannst oder du nicht. Das ist die sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung. 100%. In dem Sinne machen wir dann die Botschaft heute an unsere Zuhörer und Zuschauer. Glauben Sie an sich selbst und dann wird sich die Prophezeiung erfüllen. Dann kann man alles schaffen. Ja. Und nicht vergessen, Systeme in Unternehmen, Gewohnheiten auf persönlicher Ebene. Und vielen Dank, dass ihr jetzt uns zugehört habt und wir freuen uns auch, wenn ihr in unserem Video Kommentar schreiben würdet und das liken würdet und auch weiterteilen. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön.